Heute werfen wir einen Blick auf das Industriegebiet Polte 2 in Arnstadt. Ich habe einen Augenzeugen ausfindig gemacht, der bei der unbeabsichtigten Öffnung von Zugängen zu den unterirdischen Anlagen dabei gewesen ist. Sollte von der Polte 2 aus im Jahre 1945 wirklich eine A-10 Amerika-Rakete gestartet worden sein? Warum haben die Anwohner das nicht bemerkt? Und warum gibt es im Großraum Arnstadt keinen Anwohner, der jemanden kannte, der in der Polte 2 zu Kriegszeiten gearbeitet hat? Sollten hier wirklich nur Fremdarbeiter beschäftigt gewesen sein? Ich habe eine Karte zugespielt bekommen, in der unterirdische Anlagen unter dem Gebiet, wo Tino von Struckmann die hohe Strahlung gemessen hat, verzeichnet sind. Laut den Unterlagen sollen sich dort in den unterirdischen Anlagen Zentrifugen befinden. Erklärt das die temporär auftretende Strahlung? Ein mysteriöses Bauwerk in einem Wäldchen nahe dem Kieswerk wirft weitere Fragen auf. Angeblich soll niemand wissen, welchen Zweck es erfüllt hat. Mir wurden Unterlagen von den angeblichen Wächtern und ihrer Aufklärung bzw. Gegenaufklärung zugespielt. Doch wer sind diese Leute und warum klären sie im Bereich der Stollen im Jonastal auf? Mir wurden Frachtlisten aus dem Jahr 1944 übergeben, die Kisten für die Forschungsstelle Metalle beinhalten, mit dem Hinweis auspacken und nicht auspacken. Eine neue Erkenntnis zu den Todesfällen von den 2 Personen, die in eine Anlage unter der Ebernotte eingedrungen sind, erreichten mich zudem. Das wirft ein anderes Licht auf die Sache. Doch was hat es auf sich mit dem Industriegebiet Polte 2? Mehrere Nachrichten über Messungen der Feuerwehr am vergangenen Samstag, den 18. Juni 2022, erreichten mich. Die Feuerwehr war mit einem ABC-Erkundungstrupp exakt an den in meinem Video gezeigten Stellen mit einem Messfahrzeug und hat dort Messungen durchgeführt. Einige der Verfasser der Nachrichten waren der Meinung, dass es kein Zufall sein könne. Haben hier die Verantwortlichen Panik wegen der bekannt gewordenen Strahlung bekommen? Oder will man mit aller Kraft zeigen, dass keine Strahlung anliegt? Will man so die temporär auftretende Strahlung kleinreden bzw. wegdiskutieren? Will man in Zukunft bei erneuten Auftreten der Strahlung auf die Messungen der Feuerwehr verweisen, um jede Debatte über Radioaktivität zu beenden? Merkwürdig ist es schon, dass der ABC-Erkundungstrupp am Hamster, wo die Atombomben oder bombenähnlichen Körper von Experten entdeckt wurden, auf dem Wirtschaftsweg, die Grenze zum Truppenübungsplatz, wo Tino sehr hohe Strahlung gemessen hat, und am Kieswerk, wo sich nach jüngst veröffentlichter Literatur eine Anlage befindet, gemessen wurde. Ich hörte mich bei diversen Quellen um. Die Feuerwehr wurde sehr kurzfristig beauftragt. Wer der Auftraggeber ist, ist mir nicht bekannt. Auch soll die Bundeswehr dabei gewesen sein. Ich erhielt einen Screenshot von einer interessanten Seite. Der Jonastal-Verein hat auf seiner Seite einen Bericht zu dem Einsatz verfasst. Sollte man dem Bericht Glauben schenken, so hat es sich um eine Übung gehandelt. Der Bericht stellt alle Behauptungen von Funden und weiteren unerklärlichen Umständen als lächerlich und unwahr hin. Doch unterhält man sich mit den Mitgliedern des Jonastal-Vereins, dann kommt der Ton von einer ganz anderen Richtung. Unter vorgehaltener Hand spricht der Verein inoffiziell genau von diesen Bomben, den unterirdischen Anlagen, Atomreaktoren, Fusionsreaktoren und vieles mehr. Will man mit diesem Bericht Desinformation über das Geheimnis Jonastal verbreiten? Diese Frage darf sich jeder selbst beantworten. Merkwürdig ist und bleibt die Übung des ABC-Erkundungstrupps der Feuerwehr schon. Ein Informant hat mir den Kontakt zu einem Augenzeugen hergestellt. Dieser war an den Arbeiten auf dem Gebiet der Polte 2 dabei. Er hat live gesehen, wie Schächte versehentlich geöffnet wurden. Die Person ist mir namentlich bekannt und auch die Firma, für die sie tätig war. Die Aussagen entsprechen der Wahrheit. Um die Persönlichkeitsrechte der Person zu wahren, sind die Stimmen verändert. Das Gespräch wurde von mir aufgezeichnet und wird mit Einverständnis der Person hier veröffentlicht. Dass es jetzt weiß, es läuft jetzt mit, damit ich das rekonstruieren kann, ja. Na gut, also wir haben den Oberboden abgetragen und haben dann Fundamente freigelegt. Fundamente, ja. Fundamente. Natürlich bist du neugierig, willst du selber mal reingucken und so weiter und so fort. Wir durften das gar nicht. Die sind dann gleich gekommen und da durfte keiner dran. Wer sind die? Ich würde jetzt, das war der von dem Kampfmittelrunddienst, hat das weitergeleitet. Ja. Da kamen 2 Mann, auch in feinen Sponsor, haben sich das angeguckt und haben gesagt, sofort verfüllen.
Sofort Es verfüllen. durfte keiner rein, wir durften das nicht. Wir wollten, weil das sind natürlich Gruppen reingefallen, wo jetzt mit Baggerasien wollten mal reingucken. Wir haben reingeleuchtet, man hat auch den Boden nicht gesehen. Okay. So tief war das. Also die Treppe, die Stahltreppe, aber am Boden nicht gesehen. Nee, die haben wir noch nicht gesehen. Wir haben, wie gesagt, wir durften nicht rausfahren, durften nicht rein, wir mussten das verfüllen. Ja. Also haben wir große Betonklumpen und was da so angefallen ist auf der Basche, alles da rein und wurde abgedeckt. Abgedeckt, ja. Und dann war es somit von der Erdoberfläche verschwunden. Man hat die Fundamente da dann später drüber gemacht oder was dahin. Kam und dann war. Ich glaube, das ganze Projekt war so geplant, dass sie gar nicht tief gründen müssen. Und nur mit auf, ich glaube, auf Streifenfundamenten oder auf Flockfundamenten ist das wohl gebaut, diese ganze Maßnahme. Weil man wahrscheinlich davon die Existenz von den Stollen. Halt weiß, ne? Oder Nicht was, aufmachen weiter, nicht das war mit der Oberboden runter. Genau, ja. das war's schon. Und das war's schon. Darf ich noch mal eins einwerfen? Ja, Bei N3 hieß es doch, dass sie einen Tunnel gefunden haben, den sie verfüllt haben. wir haben, also ich könnte sagen, wir haben eins, was wir noch gefunden haben, war eine riesen Stelltür, die war aber oberflächig. Das war alles zugewuchert, das war oberflächig. Das kam unten aus der Erde raus und war mit Naturstein, war das gemauert, eine riesen Stelltür davor und das mussten wir verfüllen. Also theoretischerweise, wenn ich da jetzt mit der Schaufel hingehe, ich glaube, ich würde die wieder finden. Da ist vielleicht ein halber Meter Erde drüber, wo sie die steht und wir haben einen Hang drüber gebaut. Also wir haben einen Hang geschüttet. Ach, Und ich vermute mal, oder vielleicht lass es einmal, vielleicht wenn es viel ist, vielleicht 2 Meter Schüttkegel, würdest du die Tür theoretischerweise finden. Die haben zwar jetzt hinten alles bebaut, aber ich glaube, wenn man das guckt, der Hang, diese Büschel müsste theoretischerweise noch da sein. okay. Ich war schon viele Jahre nicht mehr hin, aber theoretischerweise müsste man das sehen. Waren wir nicht mal mit Auto? Wir wollten immer, aber wir haben es nie gemacht. Das war quasi hinter den alten Rosenkasern bist du da hingefahren. Da war diese Munitionskiste, die eingegraben war. Ja, Das aber war da ist ja jetzt Taxa und Kattel. Ist das weg, der Wall? ach ja, stimmt, die haben Das das ist alles alles bebaut. Industrie geworden. Alles. Ach, das ist jetzt auch weg dann so. Ich kann dir aber sagen, nee, wir waren dort und das ist da, wo du sagst, dass dieser Eingang ist mit dieser Überwachungskamera auf der Ecke. Ist das Richtung Autobahnen auf der rechten? Seite? Nee, Nee. das zeigt ja Google. Okay. Also der Wall ist immer noch da und rein theoretisch, wenn man da, könnte man was finden tatsächlich. Wenn sie es nicht sogar verbunden haben. Weil ich habe von meinem Kumpel, der bei Bosch war und was weiß ich, einen Typi da, der noch mehr kennt wie er angeblich. Und der hat gesagt, also Bosch ist nicht nur Bosch, was wir kennen, sondern da geht es auch noch eine Etage tiefer. So, dass das immer noch genutzt wird. Ob stimmt, weiß ich nicht. Also ich muss mir vorstellen, da war eine Stahltür, die war wirklich ganz normal wie eine Türe. Mit einem Wall dahinter oder irgendwas. Genau. Oder also Naturstein so runtergemauert. Genau, runter das Ding quasi nach unten. Das ging nach unten. Genau. Aber ihr habt in diese Türe auch nicht reingeguckt. Ihr habt einfach rübergekippt. Die haben, ja, wir haben die verfüllt, die haben permanent, da waren immer Leute da, also du konntest nicht mehr sagen, die haben ja Angst gehabt, dass wir haben ja auch viel, sag ich mal, Waffen gefunden, dass du irgendwas mitnimmst oder irgendwas, das war dem ja, deswegen, die standen immer daneben, wenn irgendeiner was gemacht hat, standen die daneben. Also ihr habt richtig Waffen gefunden. Ja, aber eben, nicht mehr also komplett, Ja, ja, ein komplett Klumpen, zerfallen, ne? Ja, klar. angeblich wären es auch, teilweise, was der raus hatte, russisch gewesen, hat er uns gesagt, man hätte nicht mehr viel, er konnte so. Und bei euch im Kollegium hat da irgendwer mal drüber geredet? Ist dann doch irgendwer mal gucken oder hat ein Foto gemacht oder irgendwas? Ja, also ich weiß von niemandem, der das gemacht hat. Also, aber wissen tue ich es nicht. Das war noch nicht so die Zeit mit den Handykameras da, ne? Nein, das war's. Das ist das Problem, ne? Ja, das ist okay, wenn ich die nochmal an. Weil ich habe einen Bekannten, der ist Fotojournalist, der war, als die Polte da, als man das platt gemacht hat, lief der überall rum, hat sich alles angeguckt. Ja. Und da waren ja auch irgendwelche Gruben, wo unten Fundamente waren. Und er sagte, das war aber immer die Bodenplatte. Er hat nie irgendwas, er kennt diese ganzen Geschichten. Er hat aber nie irgendwas gefunden dazu. Nie. Also, dass da irgendwo ein Eingang war oder, er kennt sich sehr, sehr gut mit diesen Anlagen aus. Sagte, da war nichts, was darauf hindeuten würde, dass es runtergeht, dass da drunter was ist. Habt ihr das denn so gut da getarnt? Weil ich meine, das machst du ja auch nicht in ein paar Stunden, ne? Ja gut, ich sag mal, das war, du hast ja, wie gesagt, bevor wir angefangen haben, hast du gar nichts gesehen. Das war ja Feld oder Wiese. Und dann haben wir diese, ich kann nicht sagen, wie viel es war, lass es mal ein Meter sein oder anderthalb, haben wir abgetragen. Dann kam das auch zum Vorschein. Es war aber schon abgebrochen von oben. Also muss das schon mal irgendwann abgebrochen worden sein. Ja. Weil das war keine Kletter- oder gescheulte Kante, das war wirklich Abgebrochen. abgebrochen. Das heißt, da war damals Im Krieg wahrscheinlich Bebauung drauf, ne?
Jetzt weiß man nicht, wer hat es weggemacht. Haben es die Russen gemacht oder war es damals noch die Wehrmacht oder SS oder was? Das weiß ich gar nicht. Wie gesagt, das Einzigste war diese Tür, was wirklich noch sehr gut erhalten war. Man kann eigentlich sagen, theoretischerweise gab es dort keine Versorgung, wie zum Beispiel ein Wasserspeicher oder irgendwas, wo diese Tür hätte hinführen können. Theoretischerweise hatten wir auf dem Plan gar nichts, das war freies Feld. Das war eben das einzigste Kuriose und wie gesagt, das musste verfüllt werden. Wir haben gleich schon angefangen, alles was wir raus, alles dahin und haben das überschüttet. Okay. Und dann fragte ja gar nicht, sag ich mal, die Christians gesagt, sag ich mal. Ja, klar, sicher. Vier Fremde, sag ich mal, die damit... Das war ja das nächste. Also es gab noch nie so viel Fremdfirmen auf dem Gebiet wie da. Nur Leute, die nicht von hier sind. Die Existenz unterirdischer Anlagen unter der Polte wird bis heute abgestritten. Doch die Aussagen des Arbeiters bestätigen das, was in Fachkreisen längst als bewiesen angesehen wird. Es wäre auch schwer vorstellbar, dass das Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg keine unterirdischen Anlagen unter dem Werk errichtete. Diese Anlagen sollen sich in bis zu 70 Meter Tiefe befinden. Die Sowjets sollen die Anlagen nach dem Krieg weiter genutzt haben. Gegenüber der Polte befindet sich eine weitere Firma, die Anlagen baut. Zu DDR-Zeiten wollte sich dieses Unternehmen vergrößern und beantragte ein höheres Gebäude. Die sowjetische Kommandantur hat diesem Bau nicht zugestimmt, da man von der Werkhalle auf das Gelände der Polte hätte schauen können. Die Sowjets wollten ihre Aktivitäten auf dem Gelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortführen. Während der Errichtung des Industriegebietes tauchte eine ältere Dame auf, die den Bauleiter sprechen wollte. Sie stellte ihm die Frage, ob man den 70 Meter tiefen Aufzugsschacht gefunden hätte, in dem sie im Kriege zu ihrem Arbeitsplatz gelangt wäre. Der Bauleiter soll die Existenz des Schachtes vehement abgestritten haben, doch die Dame war sich sicher und blieb bei ihrer Aussage, dass sie genau dort gearbeitet hätte. Wenn man die Aussage des Arbeiters mit der Aussage der Dame vergleicht, dann ist es deckungsgleich. Sie sprach von 70 Metern. Der Arbeiter gab an, den Boden nicht gesehen zu haben. Auch sagte er, dass die Oberfläche des Fundamentes keine glatte, sondern eine Bruchkante gewesen ist. Das zeugt für den Abriss des oberirdischen Gebäudes und die Verschließung des Schachtes. Ob jetzt von den abrückenden Einheiten der SS oder erst in den 1990er Jahren von den Sowjets abgerissen und verschlossen wurde, lässt sich erstmal nicht beantworten. Eine Person, die als Führungskraft beim Abriss eingesetzt war, konnte einen Blick auf eine Karte des Kampfmittelräumdienstes werfen. Dort waren unter dem gesamten Gelände unterirdische Anlagen verzeichnet. Ist der Grund für die niedrigen Fundamente der Industrie die unterirdischen Anlagen? Was sich jetzt genau unter dem Industriegebiet verbirgt, bleibt weiterhin unklar. Fakt ist, dort existieren weitaus tiefer als vermutet Stollenanlagen, die Gerüchten zufolge mit den Anlagen unter dem Truppenübungsplatz verbunden sind. Angeblich sollen die Sowjets zu Zeiten des Kalten Krieges ihre mobilen Raketen stets unterirdisch verschoben haben, damit der Gegenseite zu keinem Zeitpunkt bekannt war, wo genau sich die Raketen befinden. Anwohner wollen dort des Öfteren LKWs beobachtet haben, die in Zugänge gefahren sind und nach Stunden erst wieder vorwärts aus den Zufahrten gefahren sind. Natürlich lassen sich diese Aussagen nicht überprüfen und es bleiben somit Gerüchte. Doch werfen wir mal einen Blick auf die Raketenstarts von der Polte 2. Anwohner, Reichsbahnmitarbeiter und Soldaten wollen die Ankunft von sehr großen Raketen mit der Bahn beobachtet haben. Diese sollen dann auf das Gelände der Polte verbracht worden sein. Geht man den Aussagen nach, so gibt es nur eine mögliche Erklärung. Es muss sich um die A-10, die sogenannte Amerika-Rakete, gehandelt haben. Man muss dazu sagen, dass es einen klaren Unterschied zwischen den Vergeltungswaffen und den Wunderwaffen gab. Eine Wunderwaffe war nicht einfach nur eine Rakete mit konventionellem Sprengkopf. Solche Waffen sind alles andere als eine Wunderwaffe. Wenn man von Wunderwaffen spricht, dann meinte man Waffen, die tatsächlich in der Lage gewesen wären, das Kriegsglück erneut auf seine Seite zu bringen. Im Bereich Arnstadt war die Kernforschung des Dritten Reiches zum Ende des Krieges untergebracht. Es sollen sich dort technische Anlagen zum Anreichern von spaltbaren Materialien befunden haben. Auch sollen dort kleine Behälter, also sehr kleine experimentelle Atombomben, getestet worden sein. War man also in der Lage, eine Atombombe zu fertigen, so musste diese noch ein Trägermedium bekommen.
Da kommt die A-10, das Aggregat 10, ins Spiel. Dieses Projekt bestand aus den weltweit ersten ballistischen Transatlantik-Raketen. Die A-9 und die A-10, also bemannt und unbemannt. Diese Waffen waren in der Lage, die USA zu erreichen. Doch werfen wir mal einen kurzen Blick auf dieses neuartige und revolutionäre Waffensystem. Die A-10 wurde mit Alkohol und Flüssigbrennstoff angetrieben. Sie hatte einen Durchmesser von 4 Metern, eine Höhe von 26 Metern, ein Gewicht in betanktem Zustand von 85 Tonnen. Sie lieferte einen Schub von 2000 Kilonewton, das entspricht ca. 200 Tonnen. Für diese Waffe wurde eigens eine unterirdische Fabrik im heutigen Österreich geschaffen. Dort gibt es eine Montagehalle, wo die Raketen hätten aufrecht montiert werden. Diese Halle hat eine Höhe von mehr als 40 Metern. Ich berichtete über diesen Ort bereits in einer früheren Reportage und werde demnächst genauer auf die unterirdische Produktion für diese Hochtechnologie eingehen. Warum sollte man einen solchen Aufwand betreiben, um eine Rakete auf einen 8000 Kilometer entfernten Feind abzufeuern, um dann eine vergleichsweise schwache Zerstörung hervorzurufen? Kosten, Nutzen und Wirkung stehen im Widerspruch. Es wäre einfacher und wirksamer gewesen, Rüstungsgüter zu produzieren, die den Gegner in Europa weitaus effektiver bekämpfen konnten. Diese Rakete war für etwas Bestimmtes vorgesehen. Mit ihrer Hilfe sollte der Krieg schnell beendet werden und die militärische Macht des Dritten Reiches zeigen. Und vor allem wollte man damit erneute Angriffe und Kriegserklärungen gegen das Dritte Reich für lange Zeit unterbinden. Jetzt liegt es nahe, dass man versuchte, die A-10 mit einem Kernsprengkopf zu bestücken, um einen atomaren Erstschlag gegen die USA durchzuführen, um dann den Krieg zu beenden. Unbestätigten Aussagen zufolge sollen mindestens 2 Teststarts von der Polte 2 aus erfolgt sein. Es gibt zu diesen Geschehnissen 2 kontroverse Aussagen. Die einen sind der Meinung, dass es technisch nicht möglich sei, von bebautem Gebiet diese mächtigen Raketen zu starten. Gebäude sollen dem Druck nicht standhalten können und wären zerstört worden. Auch sollten Anwohner den enormen Lärm, Rauch und Hitzeentwicklung bemerkt haben müssen. Auf der anderen Seite werden diese Aussagen relativiert. Mit Blick auf den Raumhafen Cape Canaveral, wo die Raketen noch mächtiger sind, ist ebenfalls eine Bebauung und Gebäude würden keinen Schaden davon tragen. Die Anwohner hätten durch ausgelösten Luftalarm die Schutzräume und Keller aufgesucht und Soldaten überprüften, ob alle Folge geleistet haben. Diese beiden Aussagen stehen im Raum. Klarheit würde nur ein Blick in die als geheim eingestuften und weiterhin unter Verschluss befindlichen Unterlagen bringen. Es soll aber auch Luftbilder der Alliierten geben, die auf der Polte eindeutige Startrampen und Raketen zeigen würden. Auch ein Video soll es von einer A-10 geben. Beides liegt mir nicht vor. Ein Experte bestätigte mir ein Video, doch der Ort sei äußerst umstritten und liefert keinerlei Beweise für den Bereich der Polte. Doch schaut man sich Thüringen und seine Bedeutung im Dritten Reich genauer an, die Kernforschung, die Waffentechnologie, die Produktion, die Forschung und die Tatsache, dass die US-Amerikaner mit aller Macht Thüringen und insbesondere das Gebiet Ohrdruf vor den Sowjets einnehmen wollten und ihnen es auch gelungen ist, dann spricht das für eine weitaus wichtigere und bedeutendere Forschung, als man heute zugeben will. Alleine die Tatsache, dass man aus dem Mittelbau Dora tonnenweise Unterlagen, Gerät und fertige Endprodukte in die USA verbracht hat und die Sowjets bis heute noch keine Kenntnis darüber haben, was man dort wirklich vorgefunden hat, spricht für weitaus mehr als ein unbedeutender Fleck auf der Landkarte eines zerstörten Dritten Reiches. Zudem kommt die Tatsache, dass die hunderte Tonnen Unterlagen erneut als geheim eingestuft wurden. Hätte man nichts zu verbergen, dann könnte man diese Unterlagen freigeben. Doch müsste man dann die Geschichte neu bzw. umschreiben? Das spricht eindeutig für eine Wahrheit, die nie die Öffentlichkeit erreichen darf. Ich bekam einen Tipp, dass sich in einem Wäldchen nahe dem Kieswerk ein Bauwerk befinden solle, wo niemand weiß, warum es errichtet wurde und was sein Zweck gewesen ist. Direkt nach dem Interview machte ich mich auf die Suche nach diesem Ort und ich wurde fündig.
So, jetzt bin ich an einem Bauwerk. Das hat mir ein Informant gesagt, pass mal auf, da ist ein Stahlbetonklotz im Wald. Jetzt stehe ich hier mit so einem, ich kann es nicht deuten, was es ist. Also er sagte, egal wem er diese Frage gestellt hat, Fotos gezeigt hat, was es ist, das konnte ihm keiner beantworten. Ein anderer Informant sagt, das hat irgendwas mit Beton zu tun, weil hier auch eine Rutsche ist, also für die Betonanmischung. Ich würde jetzt erstmal sagen, hier mit so einem Schieber sieht aus wie Wasser, aber hier ist nichts mit Wasser. Es ist unweit des Kieswerks. Das Kieswerk befindet sich hinter uns. Hier sind auch wieder die Stehbolzen, also Maschinensockel, da oben sind sie auch nochmal drauf. Irgendwas muss da drauf gestanden haben. Und wie gesagt, hier geht so eine Rutsche. Ich gehe jetzt noch einmal mit euch rum, dass ihr euch das angucken könnt. Wenn einer von euch eine Vermutung hat oder weiß, was es ist, schreibt es mir mal in die Kommentare oder natürlich per E-Mail an mich, info@klappspaten-tv.de. Ihr könnt euch das angucken. Jetzt gehen wir mal hier auf diesen Sockel. Wie gesagt, hier ist noch ein Stehbolzen. Überall hier oben sind, also hat auch irgendwas drauf gestanden. Und hier ist diese Rutsche nach unten. Ja, also es geht da runter. So, und wenn wir uns das Gelände angucken, also da sind Hügel und sowas. Und nach da oben sind auch Hügel. So, und wenn wir hier weiter runter gehen, habt ihr auch im Prinzip noch ja, Maschinensockel oder irgendwie sowas. Hier ist es auch noch irgendwie ein Standbolzen, der ist sogar noch eine Mutter drauf. Hier auch. Ja, und hier ist quasi die Umrandung. So, dann habt ihr hier Drainagen drin. Ja, also hier lief auch irgendwas lang. Ja, und dann haben wir hier tatsächlich auch, wo war jetzt die Treppe? Hier. So, dann haben wir hier noch eine Treppe. Also es ging auch richtig hoch und dann ist man in diesem Bereich, der jetzt auch nicht unbedingt schlüssig ist. Schaut mal. So, es geht hier einfach durch und man sieht, es ist schon alt. Diese Bäume, die wachsen nicht in 5 Jahren so. Ne? Also das steht schon einen Augenblick länger. Und jetzt sind wir auf der Rückansicht im Prinzip und so sieht es da aus. Und laut meiner ersten Quelle, die mir das gezeigt hat oder gesagt hat, pass mal auf, das befindet sich da. Egal wem er die Frage gestellt hat, er konnte nicht oder es konnte ihm keiner beantworten, was das mal gewesen ist. So. Und es ist, Dorn. Es ist auch breit dimensioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass es mal eben schnell hier hingebaut wurde. Also es ist tatsächlich auch massiv gebaut, dieser ganze Klotz. Und das Gelände ist halt auch, man sieht eindeutig in dem Bereich und da auch, dass hier irgendwelche ja, Erdarbeiten oder das aufgeschüttet wurde, ne? Hier reingebaut wurde. Auch meinem Kollegen Tino von Struckmann zeigte ich dieses Bauwerk. Auch er tappte mehr oder weniger im Dunkeln. Something is supposed to run down. Yeah. There, so Go inside. sand, water, liquid. Do that, and this fits there, so that would open up. Could it be some sort of construction mixer? However, this is a construction mixer. What did it build? Yeah. Where did the cement go? If you're building huge tunnels, you would put something like this up, just like you did at the Portuguesa. Yeah. Something for construction, for Yes. permanent, because you needed so much. Yeah. It didn't make sense in other words. And there's no cement underneath us anywhere, except the tunnel entrance. In that entrance, that's been covered up over there, and underground water tunnels, apparently. Ja, für was ist es? Man weiß es nicht. But literally, that would let this thing would hold up something coming in here. That would let something else coming in here. And then it would be mixed here. And then where would it go? If this was cement, where would it go from here? I don't know. There is no pipe or hole or something like this. And you're not going to shovel it up. Or go inside the tunnels directly under us. You know, there is a tunnel under us And with it goes straight down. with the train straight down. Conveyor belt. Conveyor belt stand. Or over.
Well, then again, I don't know. I don't know. No, that doesn't even line up with that. Oh, we have to have this conversation. Ja, Zement oder irgendeine Beschichtung drauf. Ich weiß nicht, wofür es war. And metal in the center Ja. as well. Great. More mysteries and questions. Ja. Okay. Ja, was war's? Ein Gespräch mit einem Experten sollte Aufschluss über dieses Bauwerk geben. Es handelt sich um einen Kiesfächer. Nicht alle Sachen sind so mysteriös, wie sie dargestellt werden. Oft gibt es eine logische Erklärung, wie in diesem Fall. Im Bereich der Ebernotte sollen sich unterirdische Anlagen auf mehreren Etagen befinden. Ich habe 2 unterschiedliche Verwendungen der Anlage gehört. Zu einem soll es eine Kernforschungseinrichtung gewesen sein, zum anderen ein Endlager für radioaktiv strahlende Abfälle aus Forschungseinrichtungen. 3 Personen verschafften sich Zugang zu diesem Bereich. 2 starben an Krebs im Bereich der Atemwege. Ich machte einen Pilz namens Aspergillus flavus, ein hochgiftiger Pilz, für die Todesfälle verantwortlich. Ich habe einen Experten dazu befragt. Er versicherte mir, dass die Personen wirklich in der Anlage waren. Sie haben sich dort mit radioaktiven Stäuben verseucht und sind deswegen nach kurzer Zeit an Krebs erkrankt. Wenn dort wirklich mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wurde, dann ist diese Theorie mehr als wahrscheinlich. Die Anlage soll auch nach dem Kriege von den Sowjets weiter in Betrieb gewesen sein und Ostdeutsche waren dort als Wartungspersonal eingesetzt. Die Ebernotte bleibt somit ein hochspannender Ort, der wohl viele Geheimnisse birgt. Immer wieder wurde ich in den Kommentaren unter meinen Reportagen gewarnt. E-Mails mit Warnungen habe ich erhalten. Immer war die Rede von Personen und Gruppen, die das Geheimnis des Jonastals auch weiterhin zu wahren haben. Wer diese Personen und Gruppen sind, wurde auch bei Nachfrage nicht beantwortet. Es wurde lediglich auf mysteriöse Todesfälle verwiesen. Auch wollen Leute von diesen Gruppen im Jonastal beobachtet worden sein. Und mir wurde gesagt, wenn du weitermachst, dann wirst du noch schnell feststellen, was das für Personen sind. Bis heute habe ich keinerlei Drohungen erhalten. Auch bei meinen bis jetzt zahlreichen Dreharbeiten wurde ich nie angesprochen oder bedroht. Im Gegenteil, es sprach sich rum, dass ich erneut im Tal war und man trat in Kontakt zu mir. Lediglich neue Erkenntnisse wurden mir von diesen Personen mitgeteilt. Das Thema mit den Wächtern ließ mir keine Ruhe und ich wollte dem auf den Grund gehen. Ich habe eine Person ausfindig machen können. Sie ist selber kein Wächter, kannte aber gleich mehrere persönlich. Allzu offen wurde mit mir nicht gesprochen, aber ein wenig wurde mir über die Arbeitsweise der Wächter verraten. Sie arbeiten immer nach dem gleichen Muster. Sie klären viel auf und sind gut vernetzt. Wenn sie verdächtige Aktivitäten aufklären, kümmern sich meist Kleinstgruppen um diesen Fall. Sollte dann aktiv nach Zugängen gesucht werden oder zu viele Fragen in Archiven und bei Behörden gestellt werden, dann veranlassen die Wächter einen immer gleichen Ablauf. Zuerst werden Behörden eingeschaltet, Umweltamt, Natur- und Wasserschutz beispielsweise. Diese Behörden sollen Grabungen verhindern. Sollte das keine Wirkung zeigen, dann wird man konkreter. Man soll versuchen, die finanziellen Quellen trockenzulegen, sprich man dreht ihnen den Hahn zu. Durch Verlust des Arbeitsplatzes oder bei Unternehmen werden diese in den Konkurs getrieben. Meistens sollte spätestens dann Schluss sein. Bei hartnäckigen Fällen, die wohl äußerst selten sind und die sich durch die vorherigen Repressalien nicht haben beeindrucken lassen, erleiden dann meistens Unfälle oder werden krank. Mehr wollte man mir nicht preisgeben. Auf meine Nachfrage, für wen diese Personen arbeiten, wurde abgewiegelt. Ich hörte raus, dass es verschiedene Organisationen sein sollen, teils privat, teils behördlich, aber nicht offiziell, und die bekannten Geheimbunde. Zu meinem Erstaunen spielte mir die Person die Anfangsaufklärung der Wächter zu. Dieser Teil soll wohl routinemäßig so praktiziert werden. In erster Linie geht es hier um Fahrzeuge und dessen Fahrzeugführer und um Unregelmäßigkeiten dieser Fahrzeuge. Man hat akribisch die Aktivitäten protokolliert, auch die Häufigkeit der Besuche oder Durchfahrten
und das Verhalten der Fahrer wurde notiert. Auch will man Aufschluss über die Berufe oder Funktionen der Fahrer erlangt haben. Sogar ein Luftfahrzeug soll Unregelmäßigkeiten besessen haben. Alles in allem ist das sehr laienhaft niedergeschrieben. Es wirkt auf mich eher wie Personen, die sich selbst gerne wichtig machen und auf eigene Faust ermitteln. Wie eine professionell agierende Gruppierung von Personen mit speziellen Aufgaben ist diese Niederschrift weit entfernt. Ich habe mir durch einen Experten versichern lassen, dass es wirklich Gruppen gibt, die es zur Aufgabe haben, Geheimnisse zu wahren. Doch diese operieren anders und haben ein anderes Auftreten. Ich werde versuchen, noch Näheres über den Kreis der Wächter zu erfahren. Eine Gruppe, die auch eine Art Wächter darstellt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wächter gegen aufzuklären. Davon wurde mir auch ein Bericht übergeben. Wer die Personen sind, ist mir nicht bekannt. Die Person, die diesen Bericht verfasst hat, will die Fahrzeuge, die Personen und ihre Zugehörigkeiten herausgefunden haben. Wenn man nach diesem Bericht geht, dann sind hier ausländische Geheimdienste im Einsatz. Warum sollten besonders russische Geheimdienste nach der Wende noch dort aktiv sein, da sie ja jahrzehntelang das Gebiet besetzt hatten? Zudem wurde der Truppenübungsplatz erst im Jahre 1993 an die Bundeswehr übergeben. Somit hatte man auch genügend Zeit, seine Aktivitäten zu verschleiern, Bauwerke auszuräumen und gegebenenfalls zu versiegeln. Merkwürdig dabei ist die Tatsache, dass der Verfasser des Berichtes von jungen Kollegen spricht und von übermittelten Mitschnitten des Funkverkehrs zum Staatsschutz. Sollte es sich hier um einen Beamten handeln, der dort hoheitlich tätig war? Auch ist auffällig, dass der Verfasser ein Kennzeichen erwähnt hat, welches gleich mehrere Fahrzeuge verwenden. Noch auffälliger ist, dass der Verfasser in Kenntnis darüber ist, dass das Kennzeichen beim Ordnungsamt eingelagert sein soll. Solche Informationen haben nur Behörden oder Personen, die einen Freund bei einer solchen Behörde haben. Die Weitergabe solcher Daten stellte auch schon damals ein Dienstvergehen dar. Zudem sollen die Wächter auch teils aggressiv gegen Passanten vorgegangen sein. Sollte das wirklich der Fall sein, dann hätte bestimmt ein Passant die Polizei dazu gerufen. Eine Funkstreife hätte den Vorfall vor Ort geprüft und der Fall wäre aktenkundig geworden. Mir ist zu solchen Vorgängen seitens der Behörden nichts bekannt. Handelt es sich hier wirklich um Ermittlungen oder ist die Fantasie des Verfassers mit ihm durchgegangen? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Überprüfen lässt sich dieser Bericht auch nicht. Mein Informant versicherte mir die Echtheit und auch die Vorfälle, die dort geschildert sind, sollen sich so zugetragen haben. Eine suspekte Person soll im Jonastal des Öfteren gesichtet worden sein. Über diesen Mann wurde ebenfalls ein Bericht verfasst. Er wird dem Jonastal-Verein zugeschrieben oder zumindest hat er dort Kontakte zu aktiven oder ehemaligen Mitgliedern. Auch hier hat der Verfasser gute Kenntnisse über diesen Mann und hat diese schriftlich festgehalten. Der Verfasser ist ebenfalls unbekannt. Ob es sich um dieselbe Person handelt, die die Berichte über die Fahrzeuge erstellt hat, ist fraglich. Offensichtlich kennt sich der Verfasser mit den Strukturen der DDR und dessen Militär gut aus. Der Verfasser hat wohl selber eine entsprechende Position in der DDR bekleidet oder kennt zumindest Personen aus diesen Ämtern. Es scheint schon etwas mehr dahinter zu stecken als ein wenig Wichtigtuerei, da solche Aufklärungen zeitintensiv sind und für einen Zivilisten zudem recht schwer bis schleppend verlaufen, da er auf behördliche Datenbanken nicht zurückgreifen kann. Eigentlich. An wen dieses Schreiben alles übermittelt wurde, ist mir nicht bekannt. Allerdings wird die Adresse und auch seine Ehepartnerin dort namentlich erwähnt. Auch seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind in dem Schreiben festgehalten. Interessant ist der letzte Satz und dieser sollte sehr aufschlussreich sein. Für weitere Informationen wird unter anderem der OPK, das ist die Abkürzung für operative Personenkontrolle. Hier wurden Bürger der DDR durch das Ministerium für Staatssicherheit überprüft. Offensichtlich handelt es sich bei den Wächtern oder zumindest einer Gruppe der Wächter um ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Verstrickungen dieser Gruppen oder Seilschaften im Jonastal ist bei näherer Betrachtung beeindruckend. Ob und wie diese Mitarbeiter finanziert wurden oder werden, ist unklar. Ob sie eigenverantwortlich und aus Interesse handelten, auch. Doch wenden wir uns an dieser Stelle den greifbaren Dingen. Ich habe Unterlagen zugespielt bekommen, die mit der Forschungsstelle Metalle zu tun haben. Das klingt erstmal nicht brisant, doch bei näherer Betrachtung stellt man schnell fest, dass es direkt mit der Kernforschung in Verbindung steht. Alleine diese Dokumente, die alle aus deutschen Archiven stammen und mir übergeben wurden,
liefern den eindeutigen Beweis, dass in Thüringen wichtigere Prozesse im Gange waren als bekannt. Warum wird dieser Teil der Geschichte der Öffentlichkeit vorenthalten? Warum wird die Bedeutung Thüringens bis heute heruntergespielt und relativiert? Ein Frachtbrief aus dem Jahre 1944 über Güterabfertigung für die Forschungsstelle Metalle in Schmalkalden sollte Aufschluss geben. Aber was ist die Forschungsstelle Metalle überhaupt? Sie befasst sich mit Metallen jeglicher Art und somit war sie für die Kernforschung von extremer Bedeutung. Auf den Waggons der Reichsbahn befanden sich Kisten. Diese Kisten trugen Nummern. Die Kisten kamen von der Technischen Universität in Danzig. Interessant ist die Vielzahl dieser Kisten und der Hinweis: Auspacken und nicht auspacken. Waggon 35378 transportierte 99 Kisten. Einige waren namensbezogen. Doch hier scheint es sich mehr um normalen Labor- und Bürobedarf zu handeln. Auf diesem Frachtbrief wird es besonders interessant. Waggon 3. Eine Materialkiste. Eine Aktophotkiste. Doch was bedeutet dieser Begriff? Wenn man das Wort bei Google eingibt, dann erscheint nur ein Beitrag zu einem ungewöhnlichen Gerät, das zum Abfotografieren von technischen Zeichnungen gedient haben soll. Ob dieser Begriff für ungewöhnlich steht oder eine ganz andere Bedeutung hat, ist mir nicht bekannt. Wenn ihr eine genaue Definition habt, dann schreibt es in die Kommentare oder per E-Mail an mich unter info@klappspatentv.de. Eine Menge Kisten wurden nach Schmalkalden an die Forschungsgruppe Metalle übersendet. An was genau dort geforscht wurde, blieb aufgrund der allgemein gehaltenen Namensgebung zuerst unklar. Doch beschäftigt man sich mit dieser Forschungsstelle, so kommt man schnell zu einem Ergebnis. Der Name Forschungsstelle Metalle ist ein Deckname für die Atomforschung unter Otto Hahn. Reiner Zufall, dass die Forschungsgruppe von Otto Hahn in direkter Nähe zu dem Truppenübungsplatz Quartier bezog? An was hatte die Gruppe dort geforscht? Fakt ist, die US-Amerikaner wussten um die Gruppe von Otto Hahn und hatten bei der Einnahme die Forschungsstelle Metalle mit Namenslisten der Forscher aufgesucht, um diese zu vernehmen und zu rekrutieren. Aber die Forschungsstelle für Metalle war nicht der einzige Grund, warum die Amerikaner mit aller Macht auf diesen Teil im Herzen des Dritten Reiches vorgestoßen waren. Welche Kenntnisse besaß der militärische Geheimdienst der US-Militärs wirklich? Und was haben sie im Jonastal, Ohrdruf und Umgebung vorgefunden? Was wurde beschlagnahmt und heimlich aus dem Land in die USA verbracht? Sie werden eine Vielzahl an unterirdischen Anlagen gefunden haben. Doch ob sie alles gefunden haben, ist mehr als fraglich. Was sie vor Übergabe an die Sowjets vernichtet haben, bleibt auch unklar. Doch eine interessante Aussage eines überlieferten Augenzeugenberichtes lässt einiges vermuten. Die Amerikaner sollen bei der Einnahme des Bereiches Ohrdruf auf eine verschlossene Anlage gestoßen sein. Anwohner hatten den genauen Standort preisgegeben und die US-Amerikaner zu den Zugängen geführt. Die Amerikaner öffneten die Anlage. Die ersten Erkundungstruppen wagten sich in die unterirdische Anlage. Nach einiger Zeit kamen die Kundschafter wieder. Sie hatten Arbeitskräfte dabei. Die Anlage war laut ihren Aussagen voll in Betrieb und voll besetzt mit Arbeitern. Da der gesundheitliche Zustand der Arbeiter derart desolat war, reichte das medizinische Personal des US-Militärs nicht aus. Man holte Ärzte und medizinisches Personal aus den umliegenden Dörfern. Schnell stellte sich heraus, dass die Arbeiter ungewöhnliche Krankheitsbilder aufwiesen. Starke Deformationen, Ablösen der Haut und sehr große Beulen sollen die meisten von ihnen gehabt haben. Die deutschen Ärzte waren zunächst ratlos, doch die speziell angeforderten US-amerikanischen Ärzte erkannten schnell, dass die Krankheiten der Arbeiter durch radioaktive Strahlung verursacht wurden. Ein Augenzeuge soll ein Gespräch eines Soldaten mitbekommen haben. Es ging um eine Anlage, die von den US-Amerikanern gesucht wurde. Man war hier tatsächlich fündig geworden. Aber trotzdem war sie für die US-Amerikaner wertlos, da sie bereits im Betrieb gewesen war. Man suchte nach einer im Bau und noch nicht im Betrieb befindlichen Anlage. Die Rede ist von einem Reaktor. Da dieser Reaktor wertlos war und man sich auch nicht sicher war, was man mit den zum Tode geweihten Arbeitskräften machen sollte, entschloss man sich, die Arbeitskräfte erneut in den Berg zu schicken und die Anlage dann zu versiegeln. Zu den Versiegelungsarbeiten habe ich zwei Möglichkeiten gehört. Zum einen durch Sprengung und zum anderen durch Zumauern. Alle Informanten erzählten diese Überlieferung zu großen Teilen deckungsgleich. Sollte dem so sein, dann hat man wahrscheinlich von sowjetischer Seite einen Reaktor mit vielen toten Arbeitskräften nach Übergabe Thüringens gefunden.
Wo genau dieser Ort sein soll, ist unklar. Jetzt ist hier eine Straße, im hinteren Bereich ist Gossel, in die Richtung geht es nach Espenfeld. So, und da hatte mir der Informant gesagt, das hat er aber nicht selber mitgekriegt, sondern das hat er auch nur vom Hörensagen. Diese Straße wurde hier neu gemacht, das liegt aber auch schon ziemlich lange zurück. Und bei diesen Bauarbeiten hat diese Baufirma hier beim Abtragen der alten Straße und Verbreitern, sind sie auf irgendein Fundament gestoßen. Das soll ähnlich ausgesehen haben wie das auf dem Truppenübungsplatz oder das andere, was die ausgeschachtet haben mit dem Kies drin. Sie sollen das gefunden haben und eine unterirdische Anlage soll zum Vorschein gekommen sein. Daraufhin haben sie es gemeldet mit der Bitte um neue Anweisungen, was sie zu tun haben. Angeblich sollen dann alle Arbeiter, also die Baufirma, komplett abgezogen worden sein. Dieser Bereich wurde hier von einem Sicherheitsdienst abgesperrt und die Bundeswehr soll mit Pioniereinheiten diese Anlage dann zugemacht haben. Und als das dann zu war und mit Erde überdeckt war und mit Schotter, kam die Straßenbaufirma wieder und hat quasi diese Straße gemacht. Man war sich nicht sicher, ob es genau hier ist. Man hat mir hier den Punkt auf der Karte gesetzt und ich bin einfach mal hingefahren. Es kann auch eine andere Straße gewesen sein, aber das sind alles nur Überlieferungen, das hat man nur durch Hörensagen und die anderen Sachen waren wirklich Zeugen, die an dem Tag, als es passiert ist, vor Ort waren. Das können wir also mit 100%iger Sicherheit sagen. Das hier nicht, aber es ist interessant. In die Richtung ist das Jonastal, da sind die Jonastalstollen. Dass relativ weit weg von den Jonastalstollen tatsächlich auch noch unterirdische Bauwerke Ein- und Ausgänge hatten bzw. hier lang liefen. Doch wie finden die Insider die möglichen Punkte, wo unterirdische Anlagen vermutet werden? Es gab eine Person, diese ist sehr umstritten und ihre Aussagen werden bis heute kontrovers diskutiert. Mein Informant hatte des Öfteren solche Lagepläne bekommen. Es war immer derselbe Ablauf, ein Satellitenbild von Google. Dort waren Zeichen eingezeichnet und unten befand sich eine handgeschriebene Legende. Die Person wusste angeblich alle Orte, wo zu Kriegszeiten sich etwas befunden hat, ob es unterirdische Anlagen waren oder nur Erddepots. Sie war immer in Kenntnis über all diese Sachen. Man ist dem oft durch Bodenradarmessungen nachgegangen. Auch wurde einiges auf den Daten erkannt. Des Öfteren tauchten dort tatsächlich anthropogene Strukturen auf. Doch mehr hat man auch nicht gefunden. Demnächst werfen wir einen genaueren Blick auf die Messungen und ihre Ergebnisse. Kurz nach der Veröffentlichung meiner letzten Reportage über die temporär auftretende Strahlung, die von Tino von Struckmann gemessen wurde, erreichten mich viele Nachrichten. Off. Holy shit. Holy shit. I mean, it's still within safe limits, but holy shit. Just walking here 400 meters from the tunnels, this is where they said there was supposed to be a hidden nuclear reactor. Look at this thing going. Unsere Meinung teilten die Verfasser der Nachrichten, dass sich im Untergrund ein Bauwerk mit einer Apparatur befindet, die Strahlung verursacht, wenn sie in Betrieb ist. Bei einer Mail wurde mir eine Karte mitgeschickt, in der sich genau unter diesem Wirtschaftsweg an der Grenze zum Truppenübungsplatz Ohrdruf ein großes Bauwerk befindet. Man schrieb mir, dass sich mindestens eine Zentrifuge in diesem Bauwerk befindet und diese nur bei Betrieb die exorbitant hohe Strahlung von sich gibt. Doch warum war bei Besuch von Tino von Struckmann diese Zentrifuge in Betrieb? Der Umstand, dass dort unterirdische Bauwerke verzeichnet sind, ist deckungsgleich mit der Karte vom Kampfmittelräumdienst, so bestätigte mir mein Informant. Auch erreichten mich viele Nachrichten, dass dort Uranmunition liegen würde, die von den Sowjets dort verschossen wurde und daher die hohe Strahlung aufgetreten ist. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass direkt an der Grenze zum Truppenübungsplatz Ohrdruf Uranmunition bis heute im Boden liegt? Im Zeitalter des internationalen Terrorismus und die Befürchtung, dass Terroristen eine schmutzige Bombe bauen könnten, ist sowas mehr als unwahrscheinlich. Auch wurde gesagt, dass der Boden komplett verseucht sein müsse, wie in Tschernobyl, wenn da so eine hohe Strahlung aufgetreten ist. Der Boden in Tschernobyl wurde in erster Linie durch Fallout verseucht, der sich am Boden ablagerte und durch Regen in tiefere Schichten eingedrungen ist. Zudem lag bei dem havarierten Reaktor der Kern frei. Dort ist die Strahlung um ein Vielfaches höher gewesen als 600 Mikrosievert. Das direkte Umfeld zum Reaktor hat diese hohen Dosen abbekommen und strahlt bis heute. Die Umwelt ist durch den Fallout kontaminiert worden. Also, wenn die Strahlenquelle kurzfristig ist,
Dann nimmt die Umgebung nur geringe Strahlung auf, die schnell an Intensität verliert. So versicherte mir ein Experte und erklärte mir den Zustand, dass jetzt dort keine erhöhten Werte mehr messbar sind. Es geht spannend weiter, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.